Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir mal was Großes auspacken. Das steht da schon hinter mir. Und zwar ist das ein 21,5 Zoll großer Monitor von der Marke. Ja, ich buchstabiere es mal, weil ich habe keine Ahnung, wie ich es aussprechen soll. Habe ich noch nie gehört. ZFT VNIE. Ich blende es auch nochmal ein. Dieser Monitor soll mein Zweitmonitor werden und da bin ich schon sehr gespannt. Es ist jetzt kein Monitor, sagen wir mal, der was Besonderes hat. Er läuft unter Gaming-Monitor, was ich allerdings, naja, ich sag mal so, wenn jemand einen Gaming-Monitor sucht, dann ist das wahrscheinlich genau ein falscher, aber ich denke mal so, als Zweitmonitor sollte es genügen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir packen den erstmal aus und dann sprechen wir nochmal über die Spezifikation und dann schauen wir uns auch nochmal das Bild an. Beziehungsweise schließen den Monitor an. Ja, und schauen mal, was er für ein Bild ausgibt. Also, ich würde sagen, wir wechseln die Perspektive und auf geht's. So, wollen wir den mal rausholen? Sollte das Bild jetzt so ein bisschen wippen, das liegt daran, dass ich einen Holzfußboden habe und eventuell die Holzdielen etwas nachgeben. Ich hoffe, das stört nicht. So, erstmal aus den Versandkarton rausholen hier. Denn so groß wie der Karton ist der Monitor nicht. Wie ich schon erwähnt habe, 21,5 Zoll. So, mit Henkel. So soll das gute Ding aussehen. Und wir gucken mal, was wir sonst hier noch weiter drauf haben. Eigentlich gar nichts, keine Spezifikation weiter. Deswegen werden wir auch gleich mal weiter öffnen hier. So. So, was haben wir also hier mit? Wir haben hier ein kleines Benutzerhandbuch mit ein bisschen Deutsch natürlich. Das heißt natürlich mit ein bisschen Deutsch. Wir haben hier Schrauben, einen schönen Fuß. Ist sogar aus Metall und nicht aus Plastik. Wie dieses hier. Ach, könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Von meinem alten Monitor oder anderen Monitor. Was ist das hier? Das ist hinten der Steg zum Anbauen des Monitors. Noch ein HDMI-Kabel. Zu den Anschlüssen kommen wir gleich. Und das DC-Netzteil hier für den Monitor selbst. Gut, mehr haben wir nicht dabei und wir öffnen jetzt mal. So, schick. Holen wir das mal raus. Wie gesagt, 21,5 Zoll. Dürft jetzt also keinen Riesenapparat hier erwarten. So schaut's aus. Ich weiß, ihr könnt da nicht viel erkennen. Die Folie nehmen wir später ab, denn ich möchte jetzt erstmal den Fuß anbauen. Okay, der Fuß ist dran. Auch wenn der Fuß jetzt aus Metall ist, braucht ihr keine Angst haben, dass der euch die Tischplatte zerkratzt. Hier unten haben wir noch so ein paar Gummifüße, die den Tisch dann also nicht verkratzen. So, und jetzt schauen wir uns mal schnell die Anschlüsse an. Wir haben hier nämlich nur 3 Anschlüsse. Und zwar ein HDMI-Port, ein VGA-Port und natürlich den DC-Anschluss für das Netzteil. Wir haben also hier keinen Anschluss für Kopfhörer oder ja, andere Lautsprecher und wir haben hier auch kein DisplayPort, was ich sehr schade finde. Mal ganz ehrlich, benutzt doch jemand den VGA-Anschluss? Hat noch jemand sowas? Eine Grafikkarte mit VGA-Ausgang? Hier befinden sich übrigens dann noch die Bedienelemente.
wie zum Beispiel anschalten, laut, leise und in das Menü zu kommen. Das gucken wir uns dann auch gleich an, und ganz wichtig für Leute, die den Monitor eher an die Wand haben möchte oder an so ein Gestänge, was man hinten an den Schreibtisch anbringt. Wir haben hier auch einen Weser-Port mit, und also auch das sollte hier kein Problem sein. So, stellen wir den doch mal hin. Wir nehmen jetzt die Folie ab, wird Zeit. Ja, so schaut das ganze Teil aus. Soll angeblich dünne Displayränder haben, zumindest sah das so auf den Produktbildern aus. Ja, ich bin schon echt gespannt, wie jetzt die Farben sind, wie man den soweit einstellen kann. Und ich schließe ihn jetzt an, starte den Computer und dann sehen wir uns wieder. Jo, und da sind wir. Und jetzt muss ich mal kurz was umstellen hier. Im Gegensatz zu meinem LG da ist hier das Bild eher kälter. Aber ich denke, da kann man noch was einstellen. Zu diesem Monitor ganz wichtig. Dieser hat keine Lautsprecher verbaut. Was ja auch nicht ganz so schön ist, weil normalerweise stand das in der Videobeschreibung, dass man den zumindest neigen kann, aber oh, bin ich dumm. Man kann den Monitor doch in der Neigung verstellen. Allerdings geht das so schwer, dass man das Gefühl hat, es geht nicht, aber es geht. Ja, je öfters man das macht, umso leichter wird das dann auch. Also, Neigung verstellen, geht doch. Schauen wir mal, was jetzt mit den Knöpfen hier ist. Okay, der erste Knopf, rechts der erste Knopf. Ein- und ausschalten. Daneben die zwei Knöpfe sind also Plus und Minus. Dann der vorletzte Knopf, also immer von rechts gesehen, also von hier, von der Seite, kommt man ins Menü. Das ist jetzt nur die Frage, wie man jetzt... Ja, gehen wir mal auf Deutsch, wäre nicht schlecht. Plus, Minus zum Hoch- und Runter scrollen. Dann die vorletzte Taste quasi als Enter. Hey, wieder zurück will ich. Ach, zurück ist dann ganz außen, die ganz linke Taste. Oh Mann, ist das kompliziert. Seitenverhältnis breit. Okay, da brauchen wir nicht weiter. Farbtemperatur. Steht alles bei 5. Low Blue Modus haben wir aus. Können ja dann mal auswählen. Enter. Stark, aha, okay. Mittel. Schwach. Okay, ich denke mal, kann sich jeder dann groß selber reinfuchsen. Die Reaktionszeit von diesem Monitor soll 5 Millisekunden dauern, und statt mit 60 Hertz arbeitet dieser hier mit 75 Hertz, wobei dieser da drüben da nur mit 60 arbeitet. Mal schauen, wie sich das, ja, sagen wir mal so, in der Performance oder in der Reaktion auswirkt. Ich werde ja mal was starten und dann sehen wir uns wieder. Okay, schauen wir mal, wie sich der Monitor so schlägt und wie flüssig das Bild dargestellt wird. Also ich weiß nicht, in den Einstellungen sind wir jetzt bei 75 Hertz, wie es sein soll. Und ja, wie dem auch sei, das Geräusch, was ihr hört, kommt von meiner Grafikkarte. Nehmen wir mit dem mal fortfahren. Und ich finde, das Bild sieht gut aus. Kann man eigentlich nicht meckern. Eskorte bitte. Und da bin ich auch tot. Also ich denke mal, so als Zweitmonitor ist der
gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, keine Lautsprecher wurden verbaut. Was mir wirklich gut gefällt, dass die Displayränder doch relativ dünn sind und das sieht schick und nice aus. Muss sich an die Größe erst gewöhnen, wenn man so einen etwas größeren hat wie ich jetzt hier. Was ich aber schade finde, ist, dass man so wenig Anschlussmöglichkeiten hat. Man hat also nur einen HDMI-Anschluss, einen VGA-Anschluss und das war es gewesen. In der heutigen Zeit wäre vielleicht eine USB-C ja bestimmt auch nicht schlecht oder zumindest ein DisplayPort wäre nicht verkehrt gewesen. Und ja, als Zweitmonitor definitiv empfehlenswert für Gaming und vor allen Dingen ja, Leute, die in 4K zocken wollen, ist das nichts, weil Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Also die Farben sind okay, könnten vielleicht ein Ticken kräftiger sein, aber ich denke mal, das kann man dann noch ein bisschen sich selber einstellen am Monitor. Ja, die Bedienung an für sich, da ist ein bisschen, da muss man erstmal reinkommen, reinfuchsen. Preis hatte ich ja schon erwähnt, denke ich zumindest. 149 € habe ich für das Gerät bezahlt. Und ich habe jetzt mal geguckt bei Amazon, jetzt gibt es paar 20% Rabatt drauf, da kostet der nur noch 109. Und ja, hat es mich ein bisschen angeschissen. Wie dem auch sei, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dieser Monitor könnte eventuell auch was für euch sein, für einen zweiten Monitor, wo ihr euren Laptop mal dranhängt oder was weiß ich. Ja, guckt in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link zu Amazon. Könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, die Firma kenne ich überhaupt nicht. Und gibt es da noch was zu sagen? Keine Ahnung. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Monitor, könnt ihr die mir gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch mit dem Video. Ich glaube, das hat schon wieder viel zu lange gedauert. Und deswegen sage ich noch eine Sache, da ja heutzutage ja alles teurer geworden ist, einschließlich Strom, kann ich sagen, dass dieser Monitor hier mit der Energiesparklasse A kommt. Für einen Monitor eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gibt es nur wenige, die A haben. So richtige Gaming-Monitore, die liegen so bei zwischen D, E und F. Aber die haben ja natürlich dann auch noch extrem gute Leistungen. Ne? Und vor allen Dingen können dann solche Monitore dann auch, was weiß ich, 2K, 4K Auflösungen bewältigen und sind natürlich größer als wie 21,5 Zoll. Leute, macht's gut und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ach so, nicht vergessen, Daumen nach oben wäre nicht schlecht, abonnieren wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und jetzt aber wirklich, ciao!